Die Macht der Liebe. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Und ja, jedes Jahr aufs Neue gibt es wieder unsere Vorsätze und auch wieder die, die gar nicht erfüllt werden und immer nur Vorsätze bleiben. Jedes Jahr aufs Neue. Was es mit diesen Vorsätzen auf sich hat, das erfahrt ihr hier gleich. Ich freue mich auf euch. Die Macht der Liebe und unsere Folge über das neue Jahr und vor allen Dingen die damit verbundenen Vorsätze. Jedes Jahr wieder am Anfang eines noch so jungen Jahres gibt es Millionen von Menschen in der ganzen Welt, die dieses neue Jahr als Start nutzen, um gute Vorsätze zu machen. Und jedes Jahr scheitert es irgendwie dann im Laufe des Jahres auch wieder daran, dass sie nicht umgesetzt werden. Aber erstmal ein Blick darauf, warum gibt es eigentlich diese Vorsätze? Was hat es damit auf sich? Das ist einmal so die Symbolik des Neuanfangs. Neues Jahr, neues Glück, kann man auch sagen. Und ja, eine neue Chance ist damit für viele Menschen verbunden, wenn das neue Jahr kommt. Das neue Jahr wird oft als eine Art leere Leinwand betrachtet, die neu zu bemalen ist. Und so ist es ja auch. Im neuen Jahr ist alles noch frisch, ist alles noch jung und es hat einfach auch eine symbolische Bedeutung, einen Startpunkt zu haben, um etwas Neues zu beginnen. Und es ist eine Zeit, in der wir uns von der Vergangenheit lösen und in Hoffnung auf eine neue Zukunft leben. Und daher ist es einfach so wichtig, im neuen Jahr diese guten Vorsätze oder überhaupt Vorsätze zu fassen. Das hat auch immer was mit Revue passieren lassen zu tun. Ne? Von der Vergangenheit lösen kann man sich nur dann, wenn man sich Gedanken darüber macht, was war gut, was war schlecht, was ist überflüssig geworden, was brauche ich und was brauche ich nicht mehr. Ja, was sind weitere Motivationen dafür, sich neue, gute Vorsätze vorzunehmen am Anfang eines Jahres? Zum Beispiel, wenn man im Familien- und Freundeskreis miteinander spricht und hört, dass andere auch gute Vorsätze haben, dann mobilisiert das die Kräfte, dann stützt das ein Zusammengehörigkeitsgefühl und dann ist es eine Inspiration, häufig selber zu sagen, ja, ich möchte auch etwas verändern, ich möchte auch neue Dinge im neuen Jahr erschaffen. Und zudem ist es so, wenn viele Menschen das Gleiche tun zur gleichen Zeit und ähnliche Energien freisetzen, dann schafft das auch sowas wie ein kollektives Bewusstsein. Ganz deutlich wird das in Richtung Frieden. Das ist jetzt so ein bisschen, ein bisschen esoterisch möglicherweise, aber man hat tatsächlich untersucht, dass wenn zum Beispiel viele Menschen sich konzentrieren und der Welt, sich selber, dem Umfeld Frieden wünschen, dann hat das einen Effekt. Also wenn viele Menschen das Gleiche tun, in der gleichen Gesinnung, dann entwickelt das tatsächlich auch eine ganz starke symbolische Kraft. Und das ist sehr, sehr gut. Weitere Gründe, gute Vorsätze zu fassen. Jeder Mensch ist so ein kleiner Selbstverwirklicher und jeder Mensch strebt auch danach, sich immer wieder zu verbessern, sich immer wieder positiv zu verändern, Dinge zu lernen, Neues zu machen. Das ist in uns Menschen tatsächlich so angelegt. Und das neue Jahr ist einfach so ein Startpunkt, wo man sagen kann, ja, jetzt habe ich so eine Ausgangsposition für meine Ziele, für meinen Wunsch nach Selbstverbesserung und nach Optimierung. Wobei das Wort negativ klingt. Ne? Optimieren heißt ja einfach nur etwas besser zu machen und sollte nicht missbraucht werden. Also keiner sollte den Drang haben, unbedingt an sich etwas verändern zu müssen. Aber verändern zu wollen, ist etwas anderes. Und Neujahrsvorsätze und überhaupt Vorsätze sind oft ein Ausdruck nach dem persönlichen Wachstumswunsch, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Das wird sehr stark durch neue Vorsätze ausgedrückt und auch ausgelöst. Ein weiterer Grund, neue Vorsätze zu fassen, besonders am Anfang eines Jahres, sind die Traditionen. Wir brauchen Traditionen, um uns zugehörig zu fühlen, um uns als soziale Wesen wohlzufühlen. Und die Traditionen sind eine große Macht, die uns hilft, tatsächlich Dinge
zu verändern. Sie spielen eine große Rolle in unserem Leben, ebenso wie Rituale, die ganz häufig dazugehören. Das Krachen an Silvester, die bösen Geister zu vertreiben, was weiß ich. Es gibt sehr, sehr viele Traditionen, die einen Neuanfang sozusagen, ja, ritualisieren. Und das ist ein Teil der menschlichen Kultur. Ob sie nun so oder so gefeiert wird, ist dabei vollkommen egal. Und diese Gelegenheit kann auch dazu dienen, positive Dinge zu installieren und negative loszulassen. Gute Vorsätze als Teil unserer Kultur und als Rituale umzusetzen oder einzuleiten, ist, ist sicher ganz, ganz positiv, aber man muss aufpassen. Es kann auch eine negative Seite haben, es kann Druck machen, einfach wenn eine Gesellschaft oder die eigene Kultur verlangt, du musst unbedingt im neuen Jahr das oder das anders machen. Ne? Also es kommt darauf an, wie realistisch und wie gut man an dieses Ritual, neue Vorsätze zu fassen oder zu beginnen, herangeht. Je nachdem, wie realistisch oder unrealistisch diese Vorsätze sind, bewirken sie dann etwas Gutes oder machen Frust. Wie man gegen diesen Frust angehen kann, das besprechen wir auch noch. Das war's für heute bei Die Macht der Liebe. Schön, dass du dabei warst, dass du gelauscht hast, und ich freue mich, wenn du mir schreibst, wenn du deine Themenwünsche äußerst, wenn du mir von dir erzählst, und in diesem Sinne alles Liebe.